Eigentlich wäre es mal moderat von der Regierung, vielleicht mal die Steuern zu senken, die CO2-Abgabe, die ja wohl hier drauf ist. Und ich meine, andere Länder machen das ja vor. Also ich bin geladen. Wenn das so weiter bleibt, werde ich definitiv in den nächsten 2-3 Monaten anfangen, Mitarbeiter zu entlassen. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 100.000 € geahndet werden. Kurz vor 12 an der Tankstelle von Steven Gröbler. Dabei hat Inhaber Gröbler gar keinen Einfluss auf die Preise. Die kommen digital übermittelt aus der Konzernzentrale. Gleich ist es soweit. Also ich würde sagen, dass sie die wahrscheinlich um 12 Uhr mittags mal richtig nach oben pfeffern werden und danach, sie müssen ja nach unten gehen. Also ich glaube nicht, dass dann nach irgendeiner tanken kommt. Ja. Plötzlich leuchten sie auf der Anzeige, die neuen Spritpreise des Tages. Währenddessen schaut sich Steven Gröbler den Preissprung im System an. 6 Cent bei Diesel haben wir erhöht. Genau, und bei Super von 2,10 € auf 2,19 €, 9 Cent. Der Autoclub Europa sagt, durch die neue Regelung gebe es einerseits für Autofahrer eine gewisse Planbarkeit. Auf der anderen Seite befürchten wir, dass es auch trotzdem Mitnahmeeffekte geben kann durch die Mineralölkonzerne, dass sie eben um 12 Uhr den Preis ja vielleicht auch unnötig hoch oder zu hoch ansetzen und die Spielräume da voll und ganz ausschöpfen. Preise vergleichen lohne sich, so der ACE. Am Nachmittag lagen die Dieselpreise in Charlottenburg zwischen 2,30 € und 2,40 €, bis auf einen Ausreißer. Auf der Arvus kostete der Liter Diesel 2,66 €. Eigentlich wäre es mal moderat von der Regierung, vielleicht mal die Steuern zu senken, die CO2-Abgabe, die ja wohl hier drauf ist. Und ich meine, andere Länder machen das ja vor. Also ich bin geladen. Klar trifft's gerade ganz besonders hart. Laut aktuellen Daten des ADAC war Tanken noch nie so teuer in Deutschland. Dieselpreis erreicht ein Allzeithoch, hieß es hier am 2. April. Ihr seht jetzt hier Fotos, 2,33 €. Das hat mich dazu bewogen, mal zu gucken, wo ist es denn so besonders teuer in Deutschland? Und der Durchschnitt ist gerade 2,31 €, sagt Clever Tanken mir. Und Remscheid ist die teuerste Stadt mit 2,38,7 €, also fast 2,39 €. Der ADAC sagt auch in der Monatsauswertung, das war der teuerste März, den wir jemals hatten. Also auch da sind die Preise besonders nach oben geschossen. Das Gemeine daran ist, der Rohölpreis ist seit dem 31. März und dem 1. April sogar gesunken. Das heißt, die Mineralölkonzerne, die haben die Preise jetzt hochgezogen, obwohl ihr Einkaufspreis runtergegangen ist. Das findet der ADAC unangemessen, natürlich, finde ich auch unangemessen. Und da spricht man von einem Risikoaufschlag, den die Konzerne jetzt draufgehauen haben. Die Ursache, die dürfte euch allen klar sein, es ist der Iran-Krieg und die blockierte Straße von Hormuz, dieser wichtige Seeweg, durch den 20% des weltweiten Öls gehen. Und dadurch ist die Brent-Ölsorte von $72 auf $117 innerhalb weniger Tage gesprungen. Also über 60% innerhalb weniger Tage ist das Öl teurer geworden. Das Doofe ist, in Deutschland sind die Preise ganz besonders angestiegen. Da stimmt was nicht, könnte man sich so denken. Ja, hat sich auch die Bundesregierung gedacht und hat dann ein neues Gesetz erlassen, nämlich jetzt gerade am 1. April, das ging ja ganz, ganz flott, also am 26. März beschlossen, am 1. April ging es los. 1,5 Stunden wurde diskutiert über die Kraftstoffsparmaßnahmen und dann ist es jetzt passiert, das neue Bundesgesetzblatt ganz frisch verkündet, Gesetz zur Einführung eines Gesetzes zur Anpassung von Kraftstoffpreisen und zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, Kraftstoffmaßnahmenpaket. Betreiber von öffentlichen Tankstellen, die Letztverbrauchern, also euch, Kraftstoffe zu selbst festgesetzten Preisen anbieten und Unternehmen, die Betreiber von öffentlichen Tankstellen die Verkaufspreise für Kraftstoffe vorgeben, dürfen diese Preise nur einmal pro Kalendertag um 12 Uhr erhöhen. Das ist ein Modell, was es in Österreich schon seit über 15 Jahren gibt. Also hat sich die Bundesregierung auch am österreichischen Modell orientiert. Nur noch einmal am Tag Erhöhungen.
Kann ganz cool sein. Ihr braucht nicht mehr die Apps, um zu gucken, wer ist gerade der günstigste, beziehungsweise die sind immer noch sinnvoll, aber es ist nicht mehr, ihr fahrt dahin und schon haben sich die Preise wieder geändert. So 20, 30 Mal haben sich locker mal die Preise geändert. Und spannend ist auch, jetzt können wir denken, ja gut, halte ich mich nicht dran, ich ändere trotzdem die Preise häufiger, sagt die Tankstelle. Nee, die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 100.000 Euro geahndet werden. Also wenn ich jetzt Tankstellenbetreiber wäre, dann würde ich so schnell nicht mehr die Preise erhöhen, denn sonst können bis zu 100.000 Euro Strafe draufkommen.